Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Georgien. In unserer ersten Woche waren wir in einer alten Festung an der Seidenstraße. Wir haben 2 Tage am Schwarzen Meer entspannt. Und wir wurden von der georgischen Verkehrspolizei festgehalten. Das alles seht ihr nach dem Intro. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Zum Finale in der Türkei gönne ich mir noch eine Ehrenrunde im Stadion von Kars. Tschüss, Türkei! Hallo zu einer neuen Woche. Wir haben uns von Kars aufgemacht und sind Richtung georgische Grenze unterwegs. Im Moment auf 2500 Meter Höhe und bei etwa 7 Grad. Ja, und wir freuen uns auf Georgien. Es ist eines unserer Wunschländer. Total, wir sind super gespannt und werden in 30 Kilometern ungefähr oder in einer halben Stunde an der Grenze sein und melden uns auf jeden Fall nach dem Grenzübertritt nochmal. Mit schlechtem Gewissen ziehen wir an der Grenze an der wartenden LKW-Schlange vorbei bis auf die Pole Position. So, das war jetzt unser Grenzübertritt. Alles in allem hat es 45 Minuten gedauert und wir sind hier in Georgien sehr freundlich empfangen worden, sehr interessiert. Und unser Learning für die nächste Einreise in die Türkei ist definitiv, dass wir mit dem Reisepass einreisen werden. Wir sind nämlich mit dem Personalausweis eingereist, was auch geht. Allerdings haben wir hier bei der Ausreise alle damit durcheinander gebracht. Sowohl die türkischen Grenzbeamten als auch die georgischen waren etwas verwundert über die fehlenden Stempel in unseren Pässen. Aber am Ende haben wir es mit vereinten Kräften hinbekommen. Gleich hinter der Grenze an der Tankstation konnten wir dann die obligatorische Autoversicherung für Georgien lösen, die man kaufen muss, wenn man mit einem Fahrzeug in das Land einreist. Es gibt da verschiedene Pakete, 15 Tage, 30 Tage, 90 Tage oder ein Jahr. Wir haben jetzt mal für 30 Tage gekauft und dafür umgerechnet etwa 17, 18 Euro bezahlt. Und ja, jetzt sind wir in Georgien, sind sehr gespannt und auf dem Weg nach Kerdvisi, einer Festung, die wir uns dann heute oder morgen anschauen wollen. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass man sich in einem neuen Land um Internet kümmert, so auch in Georgien natürlich. Ich war gerade in dem Supermarkt und habe uns dort ein Internetpaket gekauft, 30 Tage für umgerechnet 15 Euro, Unlimited Data, was natürlich super cool ist. Und ja, insofern surfen wir los. Unsere erste Nacht in Georgien verbringen wir unterhalb der Festung Kerdvisi. Am nächsten Tag besichtigen wir die Burg, die an einem Seitenzweig der alten Seidenstraße liegt. Sie ist eine der ältesten und am besten erhaltenen Festungen Georgiens. Das genaue Datum der Gründung ist nicht bekannt, vermutlich 2. Jahrhundert vor Christus.
Auch sie hat griechische, mongolische, türkische, russische und georgische Herrscher gesehen. Nach der Besichtigung gönnen wir uns den obligatorischen Kaffee. Hier lernen wir den georgischen YouTuber Merabi kennen. Merabi ist sehr interessiert an unserem Kanal und wir tauschen uns noch eine Weile über Kameras und Schnittprogramme aus. Wir verlassen Kerdvisi bei Sonnenschein und machen uns auf den Weg Richtung Schwarzes Meer. Eine halbe Stunde später entgehen wir nur knapp einem heftigen Gewitter mit extremem Hagel, der die Fahrbahn fast komplett bedeckt. Wir sind total froh, dass die haselnussgroßen Hagelkörner nicht unsere Sonarpaneele auf dem Dach traktiert haben. Unseren Plan, über den Goderzi-Pass zu fahren, müssen wir verwerfen. Statt Batumi steuern wir nun das nördlicher gelegene Ureki an. Aber auch unsere Ausweichstrecke ist wetterbedingt eine kleine Herausforderung für uns und unseren Kastenwagen. Erst als wir an unserem Nachtlager ankommen, bessert sich das Wetter etwas. Uns fällt die extreme Polizeipräsenz auf. Und während wir uns immer wieder über die vielen Kontrollen am Straßenrand wundern, taucht in unserem Rückspiegel ebenfalls Blaulicht auf. Ich weiß nicht, was ich verkehrt gemacht haben soll, händige aber Fahrzeugpapiere und Führerschein aus und mache auch den erbetenen Alkoholtest. In Georgien gilt 0 Promille im Straßenverkehr. Ich vermute, mir wird zur Last gelegt, bei der Einfahrt in den Kreisverkehr nicht geblinkt zu haben. Kostenpunkt umgerechnet 17 Euro. Ab sofort blinke ich, bis die Birnen glühen. Unser Umweg ermöglicht uns einen kurzen Abstecher zu einer der Tamar-Brücken aus dem 12. Jahrhundert, benannt nach der georgischen Königin Tamara. Ureki ist bekannt für seinen schwarzen, metallischen Sand, dem auch heilende Kräfte zugesprochen werden. Nach 2 Tagen Sendepause geht es weiter nach Sugdidi zum Dadiani-Palast aus dem 19. Jahrhundert. Er war Sitz der gleichnamigen und mächtigsten georgischen Fürstenfamilie. Vermutlich fehlende finanzielle Mittel führen leider dazu, dass dieses Stück georgischer Geschichte langsam verfällt. Glücklicherweise aber investieren die jungen Georgierinnen ihre Zeit, um die Kultur des Landes weiterleben zu lassen.
In Sugdidi genießen wir das erste Mal die georgische Küche, die auch uns Veganern Köstliches zu bieten hat. Am nächsten Tag, vor unserer Abfahrt, entdecken wir noch die Tamtini Bakery. Ein wunderbar kreativ gestalteter Ort mit leckeren Torten und köstlichem Kaffee. Auf unserer Fahrt Richtung Norden begeistern uns die links und rechts vorbeiziehenden kleinen Wohnhäuser mit ihren unterschiedlichen Details. Das war unsere erste Woche in Georgien. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen wie uns. Wenn das der Fall ist, dann lasst gerne einen Like da oder drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch die kommenden Ausgaben nicht. In der nächsten Woche fahren wir Richtung Norden, nach Oni, ein paar alte Holzhäuser angucken und dann geht es weiter auf die alte georgische Heerstraße. Bis dahin. Ciao.